Auf meiner Suche nach realistischen Eingabemöglichkeiten für Flugsimulatoren bin ich auf die Firma Octavi gestoßen. In diesem Video sehen wir uns das Octavi IFR1 einmal genauer an, checken das Ganze auf Qualität und Inhalt und tauschen uns im Interview mit dem Gründer von Octavi, Felix von Plewe, aus. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Bevor ich das Ganze nun anschließe und einrichte, packen wir hier erstmal ein bisschen aus. Für einen Preis von knapp 180 € ist das Octavi IFR1 über Aerosoft erhältlich. Den Link zur Herstellerseite findest du unten in der Videobeschreibung. Kompatibel ist das Ganze zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos ausschließlich mit PC, weshalb dennoch Hoffnung für Pilotinnen und Piloten auf Konsole bleibt, seht ihr im weiteren Verlauf des Videos. Die Qualität der Verarbeitung des IFR1 hinterlässt einen hervorragenden ersten Eindruck. Made in Germany, ihr seht es hier hinten am Aufkleber. Das beigelegte Kabel hat eine Länge von 1,5 Metern und wird von USB-C auf USB-A am PC angeschlossen. Auch hier setzt man, wie man am Logo sehr schön erkennen kann, auf eine hohe eigene Qualität und legt nicht einfach irgendein Kabel eines Drittanbieters bei. Das ist gut. Werfen wir einen Blick auf die Homepage. Link, wie erwähnt, unten in der Videobeschreibung. Diese ist komplett auf Englisch, lässt sich aber über den Browser natürlich auch entsprechend übersetzen. Dort finden wir selbstverständlich alle Details, was das Octavi IFR1 so alles kann. Darüber hinaus finden wir unter Anleitungen und Downloads den Anwendungsbereich. Wo können wir das Ganze überhaupt verwenden und wie? So viel vorweg, in diesem Video werden wir uns ausschließlich mit dem Microsoft Flight Simulator beschäftigen. Hierfür habt ihr nun zwei Möglichkeiten, entweder das hauseigene Plugin oder MobiFlight. Wir sehen uns beides an. In der weiteren Folge der Seite findet ihr jetzt nicht nur die entsprechenden Download-Links, sondern auch Beschreibungen, wie ihr das Ganze installiert. Beim hauseigenen Plugin ist es beispielsweise sehr wichtig, dass das Plugin erst dann gestartet wird, wenn der Simulator schon läuft. Achtet hier also unbedingt auf die hilfreichen Tipps. Nach der Installation findet ihr auf eurem Desktop ein Shortcut mit dem Namen Octavi Microsoft Flight Simulator Plugin. Wie erwähnt, wichtig ist, lasst den Microsoft Flight Simulator bereits laufen, bevor ihr das Plugin startet. Nach einem Doppelklick heißt es hier Connected to Microsoft Flight Simulator 2020 und die Verbindung steht. Gehen wir nun zurück in den Microsoft Flight Simulator und dort unter Optionen in die Steuerungsoptionen. Dann sehen wir hier, dass der Octavi IFR1 entsprechend erkannt wurde. Möglichkeiten einer freien Tastenbelegung auf dem IFR1 haben wir über das hauseigene Plugin nicht. Wer das Ganze noch individueller gestalten möchte, nutzt MobiFlight. Dazu müssen wir MobiFlight erstmal von der MobiFlight-Seite herunterladen, den Link findet ihr hier. Im Anschluss ladet ihr dann die ZIP-Datei herunter, die ihr über diesen Link hier unten entsprechend findet. Und im Anschluss führen wir alles der Beschreibung entsprechend aus. Wenn ihr MobiFlight nutzt, ist es wiederum wichtig, den Flugsimulator ganz am Schluss zu starten. Und klar sollte sein, falls ihr beides installiert habt, also das hauseigene Plugin von Octavi und MobiFlight, achtet darauf, dass immer nur eines aktiv ist. Weiter unten auf der Seite finden sich dann auch noch zusätzliche MobiFlight-Profile. Und so habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, ein individuelles Profil für die PMDG DC6 für den Microsoft Flight Simulator 2020 herunterzuladen und zu nutzen. Auch hier seht ihr in der Beschreibung entsprechend, für welchen Flugsimulator das Ganze verwendbar ist, also beispielsweise für den Microsoft Flight Simulator, X-Plane und so weiter. Sobald wir alles installiert haben, finden wir auf unserem Desktop einen neuen Shortcut namens MobiFlight. Dort klicken wir einmal per Doppelklick drauf und es verbindet sich. Was wir jetzt noch tun müssen, ist, dass wir MobiFlight sagen, was für ein Profil wir möchten, also was wir tun wollen. Entsprechende Standardprofile sind innerhalb des ZIP-Ordners von der Octavi-Seite bereits vorhanden. Solltet ihr euch eines der vorhin erwähnten speziellen Profile geladen haben, öffnet ihr dieses entsprechend. In meinem Fall wähle ich ein Standardprofil für die Cessna 172, das G1000, wähle das aus und öffne es. Hier könnte man jetzt auch noch individuelle Ergänzungen vornehmen für das IFR1. Ganz wichtig, abschließend müssen wir hier oben auf Run klicken, damit das Ganze im Microsoft Flight Simulator funktioniert.
So, und bevor wir jetzt starten, gibt es noch ein paar exklusive Informationen von Felix von Plewe, direkt von der Aero 2024 in Friedrichshafen. Ja, wir sind am Stand von Octavi und ich habe heute den Felix gewinnen können, dass er uns ein bisschen was dazu erzählt. Und jetzt habe ich an dich die Frage, Felix, wer bist du, was machst du hier, wer ist die Firma Octavi? Und dann schauen wir hier ein bisschen über den Stand und ja, bitte sag mal ein bisschen was dazu. Ja, servus Andi, schön, dass ihr zu uns gefunden habt und uns interviewt. Mein Name ist Felix von Plewe. Ich habe Octavi gegründet und hatte die Idee zu dem Produkt. Es geht hier um ein Eingabegerät für Flugsimulationen, wo sich eigentlich alle wesentlichen Instrumente eines Cockpits von einem Gerät bedienen lassen. Das hat Vorteile für Leute, die vielleicht kein volles Home-Cockpit wollen oder vielleicht das auch nicht bezahlen wollen, nicht den Platz haben. Das war eigentlich eine Idee, die ich hatte für meine Flugausbildung, also um selber zu trainieren, Instrumentenflug zu machen. Du fliegst selber? Kurze Zwischenfrage. Ja genau, das hat sich so entwickelt. Ich habe erst den PPL gemacht, das ist jetzt auch schon 8 Jahre her oder so. Ja. Habe damals auch wieder angefangen, Flugsimulation zu machen. Ich habe als Kind schon mit dem Flugsimulator 98, glaube ich, angefangen, oder vielleicht sogar 95. Und habe schon gemerkt, für VFR ist es auch ein gutes Tool. Also gerade ein Flugplatz, den man nicht kennt. Ich war in Freiburg für eins meiner ersten Soloflüge. Da die Platzrunde mal gesehen zu haben, am eigenen Schreibtisch, ist wertvoll. Aber klar, es lässt sich nicht alles simulieren, was man im VFR macht. Für Instrumentenflüge wird es halt viel, viel interessanter. Procedures trainieren, das geht wirklich sehr, sehr gut, denn man hat ja nur diese Instrumente im Ernstfall. Habe aber nicht so richtig gefunden, wie ich das gut bedienen kann. Also mit der Maus und dann scrollen, jeder, der es mal probiert hat, merkt schnell, wie unrealistisch und kompliziert es ist. Habe dann angefangen, das Produkt zu entwickeln und daraus eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Stellte sich raus, das wollen auch noch andere Leute. Das hat relativ gut funktioniert. Wir haben in wenigen Stunden unser Funding-Ziel erreicht. Das war Ende 2022. Und haben dann letzten Sommer mit einer kleinen Verzögerung ausgeliefert und sind inzwischen im Vertrieb, also stellen das regulär her. Man kann es beschaffen über Aerosoft, unseren Vertriebspartner. Und wir haben jetzt so eine wachsende Community, denke ich, die relativ zufrieden ist. Und haben uns in der ersten Phase unseres Geschäftslebens darum gekümmert, Fehler auszumerzen, das ein bisschen nutzbarer zu machen. Haben kürzlich Profile auch für Airbus und Boeing-Flugzeuge veröffentlicht. Erstaunlicherweise wollen relativ viele unser Gerät dafür nutzen. Das ist nicht ganz trivial mit dem Einrichten, aber wir haben da jetzt eine Lösung gefunden, wie das ganz gut geht. Also eine Sache, die man verstehen muss, es gibt verschiedene Kontextmodi, also diese 8 Tasten bestimmen, welches Instrument man bedient. Man drückt die Taste einfach und wählt dann aus, beispielsweise jetzt hier COM1, wählt das Funkgerät aus, das erste, und dann kann man diesen zweiachsigen Drehencoder nutzen, wie er in vielen Flugzeugen zu finden ist, um die Frequenzen einzudrehen. Also Ganzzahlen und dann die Nachkommastelle. Man hat hier auch einen Toggle-Button, so einfach, so gut. Dann gibt es das gleiche auch für die Navigationsfunkgeräte. Und dann geht es weiter mit FMS 1 und 2. Das ist ursprünglich gebaut gewesen für Garmin GNS 530 und 430 Geräte. Das erkennt man auch daran, dass rechts die Tasten genau die gleiche Anordnung und Beschriftung haben wie die von Garmin-Geräten. Und die untere Zeile, also ich weiß nicht, ob man es im Video erkennt, das sind so blaue Beschriftungen. Das sind genau die Buttons, die sich an einem GNS 530 auch finden. Und da hat man dann auch ein primäres und ein zweites Gerät für. Ergänzt haben wir das dann nach und nach durch sogenannte Shift-Modi. Also wenn man jetzt hier in COM1 ist, kann man einmal kurz den Drehencoder drücken und ist dann in diesem blauen Modus da drüber. Das ist jetzt der Heading-Mode und kann den Heading-Bug verstellen. Das gleiche geht für die Höhenmessereinstellungen, die beiden CDIs. Und zusätzlich hier unten ist dann noch der Autopilot, wo man, also das sieht man dann auch in den beleuchteten LEDs, den Autopiloten ändern kann. Beispielsweise jetzt hier auf den NAV-Modus. Der wird jetzt nicht beleuchtet, weil es nicht eingestellt ist im Flieger, aber kann den ganzen Autopiloten damit kontrollieren. Und dann zu guter Letzt auch noch den Transponder-Code modifizieren. Und ich sage immer, das hängt natürlich von dem Flug ab, aber ich würde sagen, 95% von einem Instrumentenflug deckt man mit diesem Gerät ab, also was die Instrumentenbedienung angeht. Und klar, es bleiben ein paar Klicks übrig, wenn man irgendwelche Landelichter einstellt oder irgendwelche Spezialfunktionen für den
für den Radar-Höhenmesser, da braucht man was anderes. Aber es geht ja hier um einen Kompromiss und ein Gerät, was man dann noch wegpacken kann. Also das ist USB-C-Kabel abgesteckt in die Schublade, dann hat man wieder einen Arbeitsplatz oder einen Wohnzimmertisch und ist die Sache dann wieder los. Ja, und dann machen wir doch hier mal einen kurzen Cut und sehen uns die ersten Punkte im Selbsttest einmal an. Im weiteren Verlauf kommen wir zu Ausschnitten des Interviews dann auch wieder zurück. Wer sich das ganze Interview ungeschnitten als Teil meines Videos zur Aero 2024 in Friedrichshafen ansehen möchte, ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung und jetzt oben rechts. Und wie es Felix eben beschrieben hatte, stellen wir hier gerade die COM1-Einstellungen ein. Als zweiter Teil ist hinter dieser Taste auch der Heading Mode hinterlegt und ein kurzer Druck auf den Drehknopf gibt uns auch darauf dann entsprechenden Zugriff. Alles funktioniert, wie es eben in der Theorie erklärt wurde, auch in der Praxis. Alle Druck- und Drehpunkte fühlen sich gut an. Was im Laufe der Zeit die Bedienung, ohne ständig darauf gucken zu müssen, merklich erleichtert, ist dieser Druckpunkt in der Mitte und die Leiste hier an der Seite. Davon ausgehend lassen sich an und für sich alle Druckpunkte auch ohne den direkten Blick ertasten. Und so lässt sich dann beispielsweise der Autopilot vor dem Start ohne Maus und Tastatur oder auch Controller ganz einfach einstellen. Als erstes stellen wir unsere erste Zielhöhe ein. Ich gehe hier mal auf 3500 Fuß mit einem Vertical Speed von plus 600. Und auch den NAV-Modus aktivieren wir hier direkt schon vor dem Start. Um das zu zeigen, gehe ich mit der Maus einmal hier über den entsprechenden Button im Flugzeug. Und wenn ich hier jetzt am IFR 1 auf NAV klicke, dann geht das hier im Cockpit ein und aus. Zurück zum Interview und einem wichtigen Punkt zu Xbox. Jetzt eine Frage, da meine Community auch sehr viel auf der Xbox unterwegs ist. Wird das Ganze denn auch für Xbox kommen oder wie sehen da die Pläne aus? Weil auf der Homepage gibt es schon so einen kleinen Hinweis. Es gibt da einen kleinen Hinweis, das ist vielleicht ein bisschen als Abwehr bisher gewesen. Wir haben viele Anfragen bekommen, wieder eine Sache, mit der wir nicht gerechnet haben, dass doch so viele Xbox-Kunden das wollen. Das ist eine gewisse Hürde, es braucht eine Zertifizierung und auch eine kleine Hardware-Änderung in dem Gerät, weil Microsoft nur zertifizierte Geräte zulässt an der Xbox. Wir kommen da bisher nur etwas langsamer weiter, weil dieser ganze Prozess nicht so transparent ist. Unsere Hoffnung ist, dass je mehr Leute da mit den Füßen scharren, dass irgendwann Microsoft sich auch bewegt. Also wenn da jemand großes Interesse hat und da vielleicht mal ein bisschen ins Forum postet oder vielleicht Microsoft mal eine E-Mail schreibt, können wir vielleicht so langsam den Stein aushöhlen und dann irgendwann mal ins Gespräch kommen. Wir würden das super gerne machen. Es scheitert so ein bisschen an diesem doch behäbigen Prozess, der halt auf große Hardware-Hersteller ausgebaut ist, die wir einfach nicht sind. Ja. Das ist ein guter Punkt. Also hakt da gerne nach im Forum, werdet da aktiv, denn dann, je mehr da aktiv sind, desto schneller kann sich sowas realisieren lassen. No? Für denjenigen, der sich das Octavi IFR 1 nicht einfach nur auf den Tisch legen möchte, gibt es auch eine Lösung. Eine Halterung, die separat als Zubehör erhältlich ist, kann man sich entweder direkt auf den Tisch schrauben oder mit dem Honeycomb Alpha Flight Controls oder Bravo Throttle Quadranten kombinieren. Ebenfalls mit dem Logitech G-SideTech Pro Flight Yoke. Daran wiederum lassen sich auch weitere Komponenten anbringen. Hier nähere Details. Ich habe das blanke Bracket da, also ich erkläre es ganz kurz, wie es geht. Man sieht hier diese beiden Senkbohrungen. Das ist genau der Lochabstand, der auch auf den Honeycomb-Geräten ist. Man dreht die Schrauben raus. Eine genaue Anleitung ist auch dabei. Steckt das Bracket drauf und schraubt es wieder ein. Und wir haben in unserem Gerät, das kann ich mal kurz zeigen. Ja. Haben wir unten diese 4 Gummifüße. Darunter ist eine Durchgangsbohrung. Man nimmt die Gummifüße ab und die untere Schale kann dann von innen Sechskantschrauben durchstecken, die auch mitgeliefert werden. Die passen dann genau durch die 4 Bohrungen an der Ecke, steckt es durch und dann kommen von unten so Daumenschrauben, so Rändelmuttern drauf und dann ist das eine sehr feste Verbindung und das Gerät nimmt auch keinen Schaden davon. Entwickelt wird die Halterung von Cockpit Crafters. In der Zwischenzeit sind wir nun mit unserer SR22 vom Airport in Gibraltar gestartet und drehen über den Autopiloten hier auf die gewünschte Flugroute ein.
Im Vorfeld haben wir sämtliche Einstellungen, was den Autopiloten angeht, über das Octavi IFR 1 eingestellt und es funktioniert auch alles nach Plan. Wir erinnern uns, bereits am Boden haben wir eingestellt 3500 Fuß als erste Höhe bei einem Vertical Speed von plus 600. Und sobald wir das erreicht haben, wechseln wir vom Vertical Speed in den Höhenhaltungsmodus und das ist per LED auch am IFR 1 von Octavi zu erkennen. Ein kurzes Fazit. Das Octavi IFR 1 macht genau das, was man erwartet und das ist gut so. Top verarbeitet lässt es sich als präzise Ergänzung in jedes Heimcockpit hervorragend integrieren. Stand jetzt leider ausschließlich Pilotinnen und Piloten auf PC vorbehalten. Die Hoffnung bleibt jedoch, dass das Ganze auch mal auf Xbox umgesetzt wird. Und zur Erinnerung, die Chancen dahingehend steigen mit jeder einzelnen Anfrage von euch an offizielle Stellen. Für Fragen und Ergänzungen nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Für eure Däumchen und kostenlosen Abos zur Unterstützung dieses Kanals vielen Dank im Voraus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.